Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. So, ich habe hier ein paar Farben zusammengestellt. Die werde ich auch in die Videobeschreibung nochmal notieren. Und zwar normal, also ein dunkles Orange, Neonorange, ein Bronzeton, Metallic, Schwarz. Dann gibt es so spezielle Farbe, die so ein bisschen irisierend ist. Das heißt, je nachdem, wenn sie aufgetragen ist, wie man sie hält, wirkt sie gold oder so perlmuttig. Weiß, ein Petrol, Neongelb und ein Graugrün oder Grüngrau. Und dann legen wir mal los und bereiten unsere abstrakte Landschaft vor. Wir haben hier eine eingepackte Leinwand mit Folie und auf der Folie möchte ich gerne einen Teil des Bildes erstmal spachteln. Und zwar gehe ich nicht überall hin und spachtel erstmal mit so einer kleinen Karte. Hier so ein bisschen mit dem Grau-Grün drauf. Dann mache ich die sauber, die Karte. Nehme Weiß dazu und ziehe das so ein ganz klein bisschen hier rein. Dann nehme ich schon ein bisschen Schwarz. So, ich schaue mir das jetzt noch mal an. Und ich möchte auch, dass ein ganz paar Lücken hier sind. Ihr seht das hoffentlich jetzt, wenn ich das ein bisschen kippe. Also hier sind halt, hier ist noch die nackige Folie und dann käme dann die Farbe, die später die Leinwand bekommt, die würde dann so ein bisschen durchscheinen und das möchte ich auch gerne so haben. Genau. So lasse ich es jetzt. Ja, jetzt müssen wir es trocknen lassen über Nacht und dann geht es weiter. So, jetzt ist alles getrocknet. Die Farbe auf der Folie ist trocken und jetzt nehmen wir die Folie von der Leinwand runter. Dafür darf die nicht kaputt gehen hier vorne. Ich drehe die ganze Geschichte um und versuche jetzt hier vorsichtig mit so einem scharfen Messer erstmal das Mittelstück hier zu entfernen. Kann auch mal eine Schere dazu nehmen. Ich nehme jetzt mal eine Schere dazu, das ist, glaube ich, was einfacher. Mit der Schere geht es, glaube ich, am besten. Ich schneide dann hier die Ecken auf bis zur Kante. So, schneide ich die Ecken auf. So, jetzt haben wir die Folie von der Leinwand runtergenommen. Das ist jetzt die Seite, die bemalt ist. Und umgekehrt kommt das dann später auf die Leinwand und ihr seht hier so super tolle Farbverläufe.
Auf jeden Fall möchte ich gerne einen dunklen Untergrund haben, damit die nächste Farbschicht die dementsprechende Wirkung hat und nicht so knallig ist, sondern so ein bisschen gedämpfter vom Farbton her. Und dafür nehme ich einfach einen Küchenschwamm, Haushaltsschwamm und reibe die ganz dünn einfach ein, die Leinwand. Ganz dünne Schicht, so ein richtig schönes dunkles. Das mache ich auf der ganzen Leinwand, mache die Ränder direkt mit dem Schwamm und dann müssen wir das wieder trocknen lassen. So, jetzt ist alles getrocknet und jetzt lege ich die nächste Farbschicht drauf. Dafür habe ich dunkles Taupe, Unserer Natur heißt das, und so ein ganz kühler, dunkler Braunton und Weiß. Dann fange ich mal an. Ich will ungefähr den Bereich hier erstmal gestalten und lege die Farbe einfach ganz grob mit dem Pinsel auf die Leinwand. Nur so stückchenweise. Nicht zu dünn, weil die wird gleich verteilt und dann muss auch ein bisschen was zum Verteilen dann da sein. Ich brauche auch noch was. Nachschub. So, jetzt gehe ich hin und habe hier so eine kleine Karte. Spachtel ich ganz oft. Und erstmal die untere Fläche vor. Jetzt mache ich noch das Weiß zusätzlich und verteile einfach mal die Farbe der Karte. So. Dann nehme ich hier meinen flachen Spachtel. Den nehme ich und bestücke den mit Farbe. Und jetzt habe ich schon gekleckert hier oben. Egal. Und lege den ganz flach auf meine frisch gemalte Fläche und ziehe die Farbe in diese Farbschicht rein. Und das gibt halt so ganz tolle Effekte. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen mehr Weiß genommen und ziehe das jetzt so schön gleichmäßig auf die Fläche mit der Karte. Verteile das ein bisschen und sehe zu, dass ich schöne Farbeffekte bekomme. Das gefällt mir schon sehr gut. Jetzt lasse ich erstmal die Seite so. Drehe mir die Leinwand um. Schaut mal, schönen Effekt habe ich da. Jetzt drehe ich mir die Leinwand um. Und nehme die nächsten Farben dazu. So, jetzt werde ich die andere Seite, sozusagen den Himmel, malen. Flächen, die ich erstmal so ein bisschen mit Weiß hier überall. Türkis hinterher, das hellblau. Ich mische also die Farben nicht
Ich habe mir jetzt das hellblaue dazu genommen, ein Türkis und Weiß. Und jetzt starte ich wieder mit der Karte und verteile die Farbe auf der Leinwand. Das extra hier diesen Spalt. Da ergibt sich gleich vielleicht einen schönen Effekt oder ich mache ihn weg. Mal schauen, ich lasse mir ein bisschen die Option offen. Das Ganze wieder mit der Karte hier erstmal. Mal abwechseln, Türkis, Blau zusammen. Mal ein Stück Türkis, bisschen Blau auf einer Karte. Ziehe ich das hier rein. So, das ist mir jetzt aber noch zu Türkis. Ein bisschen blauer haben. Jetzt mische ich das so schön. Ein bisschen Weiß auf den Spachtel. Hier so ein paar schöne Effekte rein. Hier den Übergang habe ich ja extra frei gehalten, dass ich hier so ein bisschen Farbe extra reinziehe, dass es ein bisschen glatter Rand ist. Das finde ich noch schöner. Und jetzt nehme ich ganz viel Weiß, damit es das so schön hell wird. So, jetzt nehme ich wieder die Karte. Dass ihr seht, das ist so ein bisschen so ein Spiel von Spachtelkarte, ausprobieren, was passiert. Natürlich nicht so glatt sein und auch ein paar Effekte haben und die entstehen jetzt, wenn ich so ein bisschen hier drüber gehe, auch gehe ich mal was fester und ich glaube, so lasse ich das jetzt. Das sieht nämlich super aus. Kratzen wir hier so über den Rand, dass es gleichmäßig frei ist. Habe ich noch einen Sandton mit dazu. Schön vermischen. Weiß auf der Karte. Blau.
muss halt immer ein bisschen ausprobieren. So, die Fläche war noch ein bisschen zu leblos. Jetzt lege ich es mir so hin, wie ich es dann auch aufhängen würde. Jetzt schneide ich mir die übrige Folie um die Farbfläche rum, lasse ich aber relativ Platz. Hier und die hänge ich jetzt auf die Leinwand auf die feuchten Flächen. So, jetzt ist die Farbe noch feucht und jetzt werde ich diesen Streifen auf die feuchte Farbe legen. Versuche keine Luftblasen zu haben und drücke die Folie jetzt in die noch feuchte Farbe. So, jetzt lassen wir die Leinwand, die Folie auf der Leinwand und alles erstmal so trocknen. So, jetzt ist alles getrocknet. Wir können die Folie jetzt runternehmen und ziehen die langsam ab. Da wird an manchen Stellen auch die Farbe, die wir vorher auf die Folie gemalt haben, ein bisschen hängen bleiben. Das macht aber nichts. Das können wir gleich ein bisschen korrigieren, weil an der Stelle war die Leinwand schon getrocknet und nur hier die zwei Farbflächen waren noch feucht. Deswegen haftet hier die Farbe nicht so gut, aber an dem Rest der Farbflächen bleibt das super kleben. Ich mache das jetzt hier ganz vorsichtig, immer so stückchenweise. Ich lege wieder erstmal weiß auf den Spachtel und gehe jetzt so ganz vorsichtig hier einfach ein bisschen drüber. Ich möchte gerne ein bisschen weiß hier dran legen, aber möchte auch, dass das so noch ein bisschen durchguckt und deswegen mache ich das ganz vorsichtig erstmal und gucke so, wie sich der Spachtel verhält. So, jetzt nehme ich ein bisschen von dem kühlen Braun dazu. Das soll ja beige bleiben. So, jetzt habe ich so ein bisschen Farbe hier verteilt. Jetzt nehme ich wieder meine kleine Karte. Da kann ich dann besser so spezielle Stellen nochmal bearbeiten, also die ein bisschen weicher machen. Optischen her, dass es nicht überall so viel, ja, so viel Frissel ist. Genau, jetzt gehe ich nochmal mit hell hier dran, lege nochmal eine Farbschicht drauf, lasse ein bisschen was durchgucken.
wieder drüber gehen, so lange bis es einem gefällt, bis man zufrieden ist. Einfach ausprobieren. Das kann man nicht immer so vorher steuern, dass man sagt, ich will genau da an der Stelle den Effekt haben, aber wenn man halt mit Weiß und Taub und immer wieder drüber, dann hat man irgendwann eine schöne Fläche und man guckt sich das immer schön zwischendurch an und der Bauch sagt einem dann meistens, ja, jetzt bin ich zufrieden und dann hört man eigentlich auch auf. So lasse ich das. Hier ist jetzt vom Pinsel ein Haar drauf gekommen, das streiche ich dann weg. Schaut mal, meine abstrakte Landschaft. Ich finde sie toll. Super geworden, schön farbintensiv. Irgendwo ein abstraktes Bild, aber dennoch hat es für mich so ein bisschen was von der Landschaft. Das gefällt mir aber gut, wenn man so ein bisschen die Fantasie anregt, wenn man drauf schaut und sagt so, ach, das könnte ein Himmel sein und das könnte irgendwo eine Landschaft sein. Ja, das gefällt mir gut. Das lasse ich jetzt so und dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und viel Spaß beim Nachmalen.